Was ist der Unterschied zwischen Wissen und Meinung? Wie entsteht Wissen und welche Rolle spielt es in der stoischen Philosophie? Die Stoiker entwickeln auf dem Gebiet der Logik ein spannendes erkenntnistheoretisches Modell, welches direkte Konsequenzen für die stoische Physik und Ethik hat. Was die Stoiker unter Wissen verstehen, wie es entsteht und warum es so schwierig zu erlangen ist, erfährst du in diesem Video. Logik ist die Eierschale der stoischen Philosophie. Sie spielte vor allem in der frühen Stoa bei Zenon und Chrysipp eine wichtige Rolle. Der bedeutendste stoische Logiker, der griechische Philosoph Chrysipp, soll 311 Bücher über die Logik verfasst haben. Leider ist keines dieser Werke erhalten geblieben, sodass wir auf Quellen aus zweiter Hand angewiesen sind. Stoische Logik ist die Wissenschaft von unserer Vernunft und beschäftigt sich mit dem Denken und Sprechen. Zu ihr zählen neben der formalen Logik auch Rhetorik, Sprachphilosophie, Linguistik und Erkenntnistheorie. Der Begriff des Logos steht im Zentrum der stoischen Philosophie. Gemeint ist damit nicht nur die menschliche Fähigkeit zu denken und zu sprechen, sondern auch die göttliche Vernunft, welche den Kosmos und alle Einzeldinge in ihm durchdringt, gestaltet und ordnet. Da der Mensch vom göttlichen Logos durchdrungen ist, kann er die Welt erkennen, verstehen und gestalten. Die stoische Logik ist eng mit der stoischen Physik und Ethik verbunden. Wie eine Eierschale hält sie das Innere des Eis zusammen und schützt es. Ohne die Logik könnten wir die Physik und Ethik nicht verstehen. Logik klärt die Bedingungen, unter denen wir Wissen über die Natur erlangen können und hilft uns dabei, einen tugendhaften Charakter zu erwerben, der von der Vernunft geleitet ist. Neben ihrem instrumentellen Nutzen für die Physik und Ethik hat die Logik als eigenständige Disziplin für die Stoiker aber auch einen hohen Eigenwert. Besonders interessant an der stoischen Logik ist ihre Erkenntnistheorie, also die Theorie darüber, wie der Mensch zu Wissen gelangen kann. Laut stoischer Erkenntnistheorie läuft der Erkenntnisprozess bei Tieren, Kindern und erwachsenen Menschen zunächst gleich ab. Ein Gegenstand der Außenwelt wirkt auf die Sinnesorgane ein und es entsteht eine Vorstellung in der Seele. Erwachsene Menschen können nun aber im Gegensatz zu Tieren und Kindern mit Hilfe ihrer Vernunft sprachlich verfasste, rationale Vorstellungen bilden. Sie können ihre Vorstellungen kritisch beurteilen, denn sie haben aus der Erfahrung gelernt, dass Sinneswahrnehmungen nicht immer verlässlich sind. Manche Vorstellungen sind ungenau oder sogar falsch. Die Stoa geht davon aus, dass ein gesunder, nüchterner, wacher und leidenschaftsfreier Mensch die Welt richtig erfassen kann. Seine Sinneswahrnehmungen können ihm einen verlässlichen Zugang zur Wirklichkeit verschaffen. Umgekehrt ist ein von Affekten geleiteter Mensch unfähig, die ihn umgebende Welt richtig zu erfassen. Erwachsene Menschen können entscheiden, ob sie einer Vorstellung ihre Zustimmung erteilen oder verweigern. Nur wenn wir einer Vorstellung zustimmen, bilden wir die entsprechende Überzeugung. Wenn wir unsicher sind, ob eine Vorstellung wahr ist bzw. sie eindeutig für falsch halten, können wir unsere Zustimmung verweigern und uns des Urteils enthalten. Die Zustimmung liegt hierbei bei uns, erfolgt also freiwillig, wohingegen die Vorstellungen, die sich in uns bilden, nicht bei uns, also außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die Vorstellungen werden von externen Gegenständen ausgelöst und es liegt nicht in unserer Hand, ob wir sie haben. Die Entscheidung, ob wir diesen Vorstellungen zustimmen und damit die entsprechende Überzeugung bilden, liegt aber bei uns. Keine Vorstellung führt unmittelbar zur Zustimmung. Der Mensch kann seine Zustimmung immer auch verweigern. Die Zustimmung ist eine wichtige Funktion der Vernunft und spielt in der stoischen Philosophie eine ganz wesentliche Rolle. Sie ist sowohl relevant für die menschliche Freiheit als auch für die Theorie der Affekte. Stoiker meinen nun, dass wir nicht allen Vorstellungen zustimmen sollten, sondern nur einer ganz bestimmten Art von Vorstellung, der sogenannten erfassenden Vorstellung. Wenn wir eine erfassende Vorstellung haben, können wir sicher sein, dass sie wahr ist. Wir bilden dann eine besondere Art von Zustimmung, eine Erkenntnis. Wenn eine Vorstellung nicht erfassend ist, können wir nicht sicher sein, ob sie wahr oder falsch ist. Einer solchen Vorstellung können wir zwar dennoch unsere Zustimmung erteilen, hier können wir aber keine Erkenntnis vollziehen. Die erfassende Vorstellung hat 3 Merkmale. Sie stammt von etwas Existierendem, sie stimmt mit diesem überein und repräsentiert es angemessen, sie ist so beschaffen, dass nichts anderes sie hätte verursachen können. Es ist ausgeschlossen, dass es sich um eine Einbildung oder um eine Verwechslung mit einem ähnlichen Gegenstand handelt.
Epiktet liefert ein Beispiel für eine erfassende Vorstellung. Wenn wir versuchen, mitten am Tag der Vorstellung, es ist Nacht zuzustimmen, wird uns dies trotz aller Bemühungen nicht gelingen. Wir stimmen nämlich stattdessen der Vorstellung, es ist Tag zu. Eine solche Vorstellung ist bei Tageslicht unter normalen Umständen so klar, eindeutig und überzeugend, dass wir sie unmittelbar als erfassende Vorstellung identifizieren. Es gelingt uns demnach nicht, der ihr widersprechenden Vorstellung, es ist Nacht, zuzustimmen. Die Vorstellung ist auch bei den erfassenden Vorstellungen nicht erzwungen, sondern freiwillig. Jedoch präsentieren sich die erfassenden Vorstellungen als so evident, als so selbstverständlich, dass es unserer Natur widerspräche, ihnen unsere Zustimmung zu verweigern. Nicht alle erfassenden Vorstellungen sind so leicht zu identifizieren wie die vom Tageslicht verursachte Vorstellung, dass Tag ist. Doch nach stoischer Auffassung kann man das eigene Urteilsvermögen schulen. Dabei liegt die Schwierigkeit weniger darin, eine erfassende Vorstellung zu übersehen, als fälschlicherweise einer unzuverlässigen Vorstellung zuzustimmen. Man sollte laut stoischer Auffassung seine Zustimmung konsequent verweigern, wenn eine Vorstellung in irgendeiner Hinsicht zweifelhaft ist. Doch das ist gar nicht so einfach. Häufig erteilen Menschen ihre Zustimmung nämlich voreilig. Die Stoiker entwickeln ein komplexes System der Logik bzw. Syllogistik, um Vorstellungen auf ihre Evidenz, ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Sie gelten als die Begründer der Aussagenlogik. Laut Stoa ist Erkenntnis und schließlich Wissen nur auf der Basis erfassender Vorstellungen möglich. Stimmt man einer nicht erfassenden Vorstellung zu, bildet man lediglich eine Meinung. Was ist nun aber der genaue Unterschied zwischen Wissen und Meinung? Eine Meinung bilden wir, wenn wir einer Vorstellung zustimmen, obwohl es sich nicht um eine erfassende Vorstellung handelt. Wir können also nicht sicher sein, ob die Vorstellung tatsächlich zutrifft oder ungenau und falsch ist. Dadurch ist die entsprechende Meinung schwach und instabil. Meinungen beruhen also auf Zustimmungen zu unzuverlässigen Vorstellungen. Jemand, der etwas meint, erfasst nicht unbedingt die Wirklichkeit. Im Gegensatz dazu bilden wir eine Erkenntnis, wenn wir einer erfassenden Vorstellung zustimmen. Eine erfassende Vorstellung ist immer wahr und wir können demnach sicher sein, dass die entsprechende Überzeugung ebenfalls wahr ist. Erkenntnisse müssen nicht unbedingt auf Vorstellungen aus der Sinneswahrnehmung basieren, sondern können auch abstrakt sein und rein rational, etwa durch wissenschaftliche Beweise, gewonnen werden. Erkenntnisse sind verlässlich wahr. Jemand, der etwas erkennt, erfasst die Wirklichkeit. Eine einzelne Erkenntnis ist daher mehr als eine bloße Meinung, jedoch weniger als Wissen, denn die Erkenntnis steht für sich allein. Neben einzelnen Erkenntnissen kann man nämlich auch noch Meinungen haben, die unsicher oder falsch sind, und diese falschen Meinungen können unseren Erkenntnissen widersprechen. Wissen hat man demzufolge erst dann, wenn man ausschließlich Erkenntnisse und keine Meinungen mehr besitzt. Wissen bedeutet, dass jede Erkenntnis in ein kohärentes System eingebettet ist, das ausschließlich aus wahren Überzeugungen besteht. Wir sehen, der stoische Wissensbegriff ist wesentlich anspruchsvoller als unser moderner Wissensbegriff. Eine einzelne wahre und begründete Überzeugung ist für Stoiker noch kein Wissen, sondern zunächst nur eine Erkenntnis. Wissen ist ein Zustand, in dem man ausschließlich erfassenden Vorstellungen zustimmt und daher nur Erkenntnisse hat. Die einzelnen Erkenntnisse stabilisieren sich gegenseitig und können nicht in Frage gestellt werden. Sie bilden ein kohärentes, maximal stabiles System. Einen solchen Zustand erreicht nur der Weise. Denn nur dem stoischen Weisen gelingt es, seine Zustimmung ausschließlich auf erfassende Vorstellungen zu beschränken. Gewöhnliche Menschen machen immer wieder den Fehler, dass sie ihre Zustimmung erteilen, obwohl eine Vorstellung nicht erfassend und damit zweifelhaft ist. Sie verfügen daher nicht über Wissen. Wissen im stoischen Sinne meint nicht Allwissenheit. Es geht nicht darum, dass der Weise alle Details der Welt kennt, sondern dass er keinen Meinungen oder Irrtümern anhängt. Genauso bedeutet der Zustand der Unwissenheit, in dem sich nach stoischer Ansicht die gewöhnlichen Menschen befinden, nicht, dass alle Dinge falsch eingeschätzt werden. Die meisten Menschen haben in ihrem Alltag sehr wohl Erkenntnisse, gleichzeitig jedoch auch unbegründete oder falsche Überzeugungen. Ihre Erkenntnisse stehen daher im Widerspruch zu falschen Meinungen und sind weniger stabil als die des Weisen.
Die Logik, insbesondere die Erkenntnistheorie, hat im Stoizismus einen direkten Bezug zur Ethik. Laut Stoa benötigt der Mensch Wissen, um ein gutes, tugendhaftes Leben führen zu können. Nur der Weise ist in der Lage, vollkommene Handlungen auszuführen, welche im Einklang mit der Natur stehen und damit tugendhaft sind. Solche Handlungen beruhen auf Wissen und nicht nur auf Meinung. Gewöhnliche Menschen können bestenfalls angemessene Handlungen ausführen, welche zwar naturgemäß, nicht aber tugendhaft sind. Solche Handlungen beruhen auf zutreffenden Meinungen. Die Tugend der Weisheit ermöglicht uns, Wissen darüber zu erlangen, wie wir handeln sollen und wie nicht. Ein weiser Mensch konzentriert sich nur auf Dinge, die er kontrollieren kann. Zudem wählt er die richtigen Mittel, um seine Ziele zu erreichen. Dass der Mensch die Wirklichkeit überhaupt richtig erfassen kann, liegt daran, dass er Anteil an der göttlichen Weltvernunft hat. Die Natur hat den Menschen kognitiv so ausgestattet, dass er zur Erkenntnis all dessen in der Lage ist, was er zu einer guten Lebensführung braucht. Nur durch die Tugend der Weisheit realisieren wir unsere eigene, spezifisch menschliche Natur als vernünftige Wesen. Mehr über das stoische Weltbild erfährst du im nächsten Video. Überzeugt dich die stoische Unterscheidung zwischen Wissen und Meinung? Schreibe deine Gedanken hierzu gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet-Lernset Stoa, Logik, Erkenntnistheorie kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!